Ich habe 10 Tage in Tomodachi Life gelebt und das, was passiert ist... Warum kommen wir nicht miteinander klar? ist einfach wild. Tag 1 fing damit an, dass ich das Datum und die Uhrzeit einstellte. Und dann musste ich meine erste Entscheidung treffen. Und diese Insel ist nur für dich gemacht. Aber die hat noch keinen Namen. Wie soll deine Insel heißen? Das ist immer so die schwierigste Frage, wie man eigentlich die Insel nennt. Oh mein Gott! Ein fantastischer Name. Allererstes solltest du aber ein Mir erstellen, das so aussieht wie du selbst. Ah, okay. Cool. Ich meine, das bin ich. Dann habe ich mir noch einmal meine Sorgen angehört. Ich habe Hunger. Er hat Hunger. Ich auch. Based. Eine Wurst. Ich glaube, ich hole mir mal sogar auch jetzt mal ganz kurz eine Wurst. Mann, hab ich einen Hunger. Ja, ich habe auch so einen Hunger. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So ganz allein auf der Insel ist doof. Ich wünschte, ich hätte Gesellschaft. Also baute ich meinen besten Freund. Hey, neuer Mir ist eingezogen. Und wir freundeten uns an. Jo, komm, du solltest mit meinen Freunden. Jo! Und bevor das Spiel richtig losging, hat mir das Spiel noch mein Leben predicted und mir gezeigt, wie es aussehen würde, wenn ich ein Kind bekomme. Stell dir nur vor, Jo, wie ich groß hab ist ein sie? Kind. Sie ist einfach so größer als ich. Dann hat das Rathaus eröffnet, mit dem man neue Mies auf die Insel hinzufügen kann. Was geht denn bei mir ab? Sub mich. Bitte sub mich. Dankeschön. Das war ein richtig hässliches, das kann das sein. Um die Insel schöner zu machen, sammeln wir jetzt Spenden. Komm doch mal mit raus. Durch das Spendenglas kann ich einmal täglich meine Steuergelder kassieren. Und bitte begrüßt mit mir Ronny Berger! Ronny Berger? Von Sahnes Projekten über jetzt auch in meinem Projekt drin. Guck mal, er hat sogar direkt ein Problem. Nachdem ich Ronny gefördert habe, hat er mir als Dank ein Ab-18-Spray geschenkt. Ein Ab-18-Spray. Hier wird man erwachsen. Mach mich hiermit bitte zum Erwachsenen. Ja, okay. Yo, seht euch mal Sahne an. Wie Fashion Fame. Für neue Geschäfte brauche ich mindestens einen weiblichen Mii, also füg dich hinzu. Joy. Bekomme ich jetzt... Nee? Nicht so? Nee? Oh, okay. Und dann habe ich auch noch Chris hinzugefügt. Ich habe gehört, dass du mit mir befreundet sein willst. Da stimmt was dran, das stimmt. Ja, wie schön. Wir sind befreundet. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Dankeschön. Hey, noch ein Ab-18-Spray. Subidubi. Oh. Ha. Jetzt ist es auf. Ich verstehe. Und dann ist doch noch endlich das Einkaufszentrum eröffnet worden. Und da fand ich einen Anzug, der mich direkt auf eine Idee gebracht hat. Junge, einfach Presley. Ich habe eine Idee für neue Charakter. Jetzt habe ich so schnell wie möglich versucht, an 270 € ranzukommen, damit ich für Elvis Presley das Las Vegas Outfit kaufen kann. Habe ich meine Idee in die Tat umgesetzt. Und da ist er, Elvis Presley. Dann habe ich nochmal meine Nein, Mine das in dem Minenspiel besiegt. Ganz schlecht aus. Nein, ich habe gewonnen. Oh. Und dann eine Disco-Kugel gewonnen. Eine Disco-Kugel. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über die Show. Was hältst du von ihr und mir? Ihr beide, Ja, wird wahrscheinlich seine erste sein. Weiterhin habe ich Sana einen Gassiger-Gutschein geschenkt, woraufhin der Turm fertig gebaut wurde. Und ist was passiert? Ah, ein Aussichtsturm ist auf. Geöffnet. Nachdem sich Ronny mit Elvis angefreundet hat und ich ihm mein Opernlied verschenkt habe, ist die Musikhalle eröffnet worden. Ja, bei ihm geht's immer richtig ab, Junge, der geht richtig zur Sache dran. Durch immer mehr gesammelten Geld habe ich bis zu 200 € aufgespart, woraufhin das Möbelhaus eröffnet wurde. Und dann ein bisschen später auch das Pfandhaus. Da öffnet was. Jetzt hat es geöffnet! Jetzt hat es geöffnet! Die Disco-Kugel. Ja, von 200 €! Wir können das kaufen! Vielen Dank. Wir können uns unseren Traum erfüllen! Also habe ich es ihm gekauft und der Tag war zu Ende. Gefällt ihm. Tag 2. Es ist Tag 2 und los geht's! Was ein scheiß Intro. Tag 2 hat für mich damit begonnen, dass ich erstmal die Spenden eingesammelt habe. Alter, wie groß der ist! Und dann beim Boutique auf Kleidungssuche für Ronny war. Yo, lass Hatsune Miku machen, Junge. Also gab ich ihm seine Kleidung und habe sie dann hinzugefügt. Und da ist sie. Zwar noch nicht mit ihren gefärbten Haaren, aber da ist sie einfach. Du siehst super aus darin. Wow. Sana... Ey, wie kann es sein, dass ich und Sana einfach genau die gleichen Sachen machen? Sonst habe ich Sana heute noch einen Rage-Spruch beigebracht. Für meine Seite. Joy einen neuen Hut gekauft und sie dann hier am Strand gefunden. Yo, alles gut, Joy? Sie stellt diese eine Szene aus Bunny Girl Senpai nach. 優しくなるためにあるんだと思っています。 Stark. Und da haben wir noch einen aus der Gang, Matthias Fummel. Dann haben wir Sanne noch erzählt, dass Hatsune Miku mit ihm befreundet sein möchte. Freundet sein will. Und befreundet, hey, so leicht ging's. Woraufhin später mal Mia einen Brief bekommen hat, dass er aufs Dach kommen soll, wo ich Hatsune Miku mit diesem Statement fand. Hatsune Miku? Es tut mir leid. Ich bin bereits in jemanden verliebt. Ich kann nicht mit dir gehen. Sorry. Bitte was? Bitte... Sie ist in Sahne verliebt?
Und da sie ja kein Interesse an mir hatte, haben sich Monty und Elvis miteinander befreundet, als ich Monika hinzugefügt habe. Da ist sie. Monika, meine Traumfrau. Nach langer Überlegung gab ich Jordan ein Buch für mehr Selbstbewusstsein und sah eine neue Inneneinrichtung. Doch als ich dieses Teil öffnete, ich brauchen wir einmal PNG, fing der wahre Horror erst an. Und TXT. What? Was? Was? Warum kommen wir nicht miteinander klar? Das ist einfach immer noch das... Warum hassen wir uns? Warum? Um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern, habe ich dann nochmal Matugre hinzugefügt, weil... Naja... Seit dem Einzug gab es ebenfalls eine Party, da wir jetzt zu 10 sind, und Erzähl mir mal hat geöffnet. Wer versteckt in seinem Zimmer Bumerang? Da Ronny immer weiter Freunde haben möchte, hat er mich Elvis vorgestellt und wir haben uns angefreundet, woraufhin ich wieder als Dank einen Drachen schank. Guck mal, wie er rennt! Und als ich Martin neuen Drip zugelegt habe, gab er mir als Dank ein Haarfärbespray. Haarfärbespray! Womit ich Hatsune die Haare färben konnte und den Tag fast als Bandit geil. Ja, das sieht doch schön aus. Wer nimmt sich unentwegt Marky P zum Vorbild? Jo! Tag 3. Ein Moin an diesem guten Morgen. Tag 3 fing mit meiner gewöhnlichen Routine an. Angefangen mit den Klamotten fand ich mein Meme des Tages. Hihi, Fragezeichen? Ich mach definitiv ein Hihi. He himself. Wo ich im Hutladen meinen zweiten Meme des Tages fand. Sieht eigentlich ganz schick aus, glaube ich. Water. Und nachdem mir Nintendo meine eigene IP geleakt hat, war es soweit, die Memes hinzuzufügen. Also gab ich Walter seinen berühmten Hut und Mikey seine frische Kleidung. Ich habe gehört, da gefällt dir etwas. Sehr stark. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Chris. Was hältst du von ihm und mir? Ihr beide? Ah, ich weiß ja nicht. Nichts Besonderes. Doch als ich Tatuga gesehen habe, der seine Gammelmilch verkaufen wollte, Ich habe versucht, den klassischen Geschmack traditioneller Anbieter zu kopieren. habe ich mich selber zum Fraß vorgeworfen. Was ist deine Idee dahinter, Gammelmilch zu verkaufen und zu denken, dass du damit Erfolg haben wirst? So, dann habe ich eine weitere mir erstellt. Rosalina. Obwohl sie aussieht wie ein Fisch. Woraufhin Monika sich direkt mit ihr angefreundet hat. Ein paar Stunden später hat sich dann Ronny auch noch mit Monika angefreundet. Das sieht gut aus. Die sind befreundet. Aber glauben wir jetzt nicht weg, ja? Ich meine, du bist ja eh gay, nicht wahr? Anschließend habe ich Monika einen Laptop geschenkt. Für nicht bestimmte Gründe. Und daraufhin wurde das Fotostudio eröffnet. Mein Tag habe ich dann mit Kaori aus Your Lie in April beendet. Wie konnte ich sie bloß vergessen? Tag 4. Oh Junge, Tag 5. Zählen war nicht einer meiner Stärken. Jo, aber wir haben fast 100 Euro heute gesammelt. Als ich heute wieder in meine gewöhnliche Routine gegangen bin, habe ich die nächsten 2 Mies gefunden. Hier, Gothic, wir könnten doch diese eine hinzufügen aus Hotel Transylvanien. Also habe ich Mavis und Link hinzugefügt und denen ihre Sachen gegeben, die ich eben eingekauft habe. Ebenfalls hat er Meinungsmache eröffnet, den ich sofort ausprobieren musste. Passt doch, oder? Als nächstes habe ich Hatsune Miku als auch Sana eine neue Inneneinrichtung geschenkt. Warum kommst du das hier? Das passt, glaube ich, zu dir. Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Als ob es ihm nicht gefällt. Dann habe ich Monika auf Wunsch neue Kleidung gekauft und mir mehr Drips zugelegt, woraufhin ich von meinem eigenen Mir ein Minispiel fertig gemacht wurde. Es war eine Aubergine. Junge, weißt du, wie Auberginen aussehen? Die sind solider. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendwas richtig Uncooles. Muss ich... Okay. Also gab ich Ronny seine Kleidung, die er wollte, und habe Michael Jackson unsterblich gemacht. Hehe. Rosalina und Monika springen rum. Wie schön. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Irgendetwas Formelles. Irgendetwas Formelles. Ja, ich glaube, das habe ich gerade Monika gegeben. Ja, das gefällt ihr schon wenig. Mal wie hier rumspringen. Doch dann... Ich habe gehört, dass Sahne mit mir befreundet sein will. Sahne. Ha, okay. Okay. Also haben sich insgesamt 4 neue Freundschaften heute geschlossen und ich habe gerade realisiert, was ich angerichtet habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde. Weil Salem ist ein... Ich weiß nicht, ob ich das bereuen werde, bin ich ehrlich. Ich entschied mich dazu, mir eine View zu schenken, um mit meinen Homies ein bisschen zocken zu können und habe noch einmal das E-Mail mal Wer kann besucht. nicht ohne Rudelpilot schlafen? Jetzt steht so richtig stolz für ihre Meinung da. Und dann noch ein Schiebepuzzle mit Monika gemacht. Am Pussy liegt es bestimmt nicht, wenn du es nicht schaffst. Oh, wie der aber direkt versucht, mich so auszuheitern. Das macht Monika aus, deswegen ist sie so klasse. Gar nicht schlecht. Spitze. Warte, Kaori hat Violine gespielt. Allerdings haben wir hier keine Violine oder auch Geige. Wir haben eine Gitarre.
Ja, steig's mal bitte auf schnell auf Gitarre und das war schon. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen fürs Büro. Junge, wie genau auch deren Wünsche sind. Die Frage aber ist, warum braucht Sanne eigentlich etwas fürs Büro? Das ist die Frage. Aber egal, bestimmt geht er so irgendwo Facebook arbeiten oder so. Sanne ist noch Zimmer von Hatsune Mieke. Boah, schäm dich, Junge. Und so war der Tag beendet. Tag 5. Wie immer sammelte ich erst die Spenden. Jo, 120 Euro. Das ist schon einiges, das ist echt viel. Als ich gesehen habe, dass sich jemand verliebt hat. Jo, das wäre ein Love. Ich habe mich in Sane verliebt. Ich muss es ihm sagen. Jo. Ich helfe dir. Sei niedlich, ich glaube, drauf steht dann. Aber wann und vor allem, wo soll ich es ihm sagen? Ich nehme das Klassenzimmer, passt ja auch irgendwie. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? Du ziehst dich definitiv um. Gut, ich bin bereit. Ich bringe es hinter mich. Hör mal, Sanne, du bist doch gerade sowieso solo, oder? Wie wär's dann, wenn du mein Freund wirst? Hey, warte. Monika! Niemand liebt dich mehr als ich. Unmöglich. Am allermeisten liebe ich dich. Wen von uns nimmst du, Sanne? Oh, ich glaube, er wird sich für Monika entscheiden, oder? Ich bin so froh, dass du so fühlst wie ich, Hatsune. Oh, ein Akt der Drama. Okay, Hatsune bekommt zur Feier des Tages, was bekommt sie? Hier eine Phrase. Als Miko und Sanne ein Paar wurden, hat einmal das Park eröffnet, das Café und ein Vergnügungspark. Sowohl auch die Kategorie tolle Jungs. Steven und Ronny sind hier. Guck mal. Wir spielen sogar schon auf der Wii U. Oder ich besser gesagt. Ich habe gehört, dass Tugra mit mir befreundet sein will. Tugra, ja Mann, natürlich, sofort. Oh, guck mal, wie die sich lieb haben. Ich brauche schon eine neue Wohnung, bin ich ehrlich. Hast du schon Pläne für deinen nächsten Urlaub? Habe ich schon Pläne für meinen nächsten Urlaub? Also ich weiß jetzt nicht, wann mein nächster Urlaub sein wird, aber ich nehme an, dass er in Berlin sein wird, wenn ich Sane und Chris und so weiter besuche für etwas sehr Tolles. Oder für nichts, je nachdem. Sag ich nicht. Nee. Das ist unfair. Jetzt bin ich doppelt so neugierig wie vorher. Als ich das Minigame gegen Monika gewonnen habe, hatte sie mir von ihrer Mission bezüglich Ronny erzählt. Ich glaube, eine Beziehung würde Ronny gut tun. Wie wär's denn mit Rosalina? Ronny und Rosalina, ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass die beiden sich treffen. Das ist eine sehr gute Idee, Monika. Guck mal, wie die da reden am Bahnsteig. Das scheint ihnen gut zu gehen. Guck mal, jetzt sind sie auf dem Freizeitpark, machen Pferderennen. Die reden auch miteinander, haben viel Spaß. Also ich meine, Ronny amüsiert sich immer auf dem Freizeitpark. Guck mal, und die verstehen sich sogar beim Café super. Wenn die jetzt nicht zusammenkommen, dann weiß ich auch nicht. Das sieht zu gut aus. Das war ein schöner Tag heute. Wir sollten öfter gemeinsam etwas unternehmen. Die sind ein Paar, wir haben schon zwei Pärchen auf unserer Insel. Yo! Guck ich mal diese Party-Session an, wie wir einfach zu viert auf der Wii U spielen. Dann haben wir noch Joyce Geburtstag gefeiert. Woraufhin Monika das hier gedroppt hat. Mach nicht so einen Aufstand, nur weil wir Geburtstag haben. Oh, Monika hat halt aus, Junge. Ich persönlich glaube nicht, dass ich schon über Sahne weg ist. Mein Tag endete damit, dass ich Mami Schokolade zum Essen gab, nachfolgend Mami auf Level 5 aufgestiegen ist. Eigentlich soll ich Mami schon eine Gitarre schenken, oder? Sie? Jedenfalls ist halt eine Gitarre existent für die Leute, die gefragt haben. Und somit endete Tag 5. Frisch geduscht in den Rhein reinspringen. Wie immer sammelte ich erst die Spenden. Junge, mein Haar sieht auch so beschissen aus heute, bin ich ehrlich. Als wollte vor mir aus dem Nichts 100 Euro wollte. 100 Euro! Wofür brauchst du das Geld?
Ja gut, wenn ich jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenke, ist es eigentlich... Ja. Ja. Dann habe ich Matti baden lassen, als die Kategorie Spielerrang freigeschaltet wurde, mit der ich sehen kann, um wen ich mich kümmere. Mal sehen, um wen ich mich am meisten kümmere. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ob ich mich bei Ronny am meisten kümmere. Und dann kommt Sahne sogar bevor mich. Dann kümmere ich mich am wenigsten. Link, Rosalina, Mavis. Zeit mal das zu ändern. Nämlich passend zu ihrer Mario Kart 7 Map, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gebe ich erstmal einfach die Eis in eine Richtung. Doch dann hat man mir nach einigen Tagen einen weiteren Brief bekommen, aufs Dach zu kommen. Schon wieder Hatsune Miku? Was hat sie denn diesmal zu sagen? Manche meinen, ich sehe aus, als hätte ich den Schalk im Nacken. Hab ich aber nicht. Ehrlich. Dem Schalk im Nacken zu haben, das habe ich auch noch nie jemandem sagen hören. Die Redewendung geht zurück auf die Vorstellung, dass Menschen von einem Dämon oder närrischen Kobold besessen sein können. Ah, von Sahne! Danach habe ich Tuka eine Richterrobe geschenkt, damit er mit dem Level von Michael Jackson mithalten kann, woraufhin auch Monika sich mit mir angefreundet hat und ich ihren wahrscheinlich berühmtesten Satz geschenkt habe. Plus Monika. Daraufhin gab ich meine Mia eine neue Wohnung, die viel chilliger ist und schenkst Chris neue Kleidung, womit der Tag als T-Shirt. So, guck mal, wie putzelig der aussieht. Tag Süden. Ich ging direkt zum Apartment, wo ich ein Herz sah. Ey! Oh, Rosalina. Sie sah gerade echt verzweifelt aus. Ah. Hallo. Ich möchte Ronny einen Antrag machen. Ist das eine gute Idee? Ja. Nachdem ich Rosalina Rückendecken versprach, war sie bereit. Ordnung, ich mache den Antrag. Oh. Ist das nicht wunderschön? Ja. Okay, jetzt nur noch warten aufs zweite Mal, wo er... Was ist schöner, das Feuerwerk oder ich? Du natürlich. Ah, Ronny ist ein Simp. Okay. Er denkt gerade an nichts, Junge, wie immer. Anti-Insektenspray. Ich muss... Stehen ist wohl auch nicht. Oh nein. Oh, tatsächlich? Ja. Ich bin auch hier. Hi. Alter. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Schieß los. Weil Feuerwerk halt so lustiger. Komm, wir haben noch 2 Tries. Wir haben 2 Tries. Rücken. Beule. Komm, hier. Möchtest du mich heiraten? Liebend gern. Oh. Wir haben das erst verheiratete Paar hier auf unserer Insel. Ronny und Rosalina haben geheiratet. Hätte ich ja niemals erwartet am Anfang des Projekts. Somit waren Ronny und Rosalina jetzt ein verheiratetes Ehepaar auf unserer Insel. Jeder war eingeladen, um sich das anzusehen, und dann schmiss Rosalina den Hochzeitsstrauß nach hinten. 90%. Boah, Junge, ey. 36%. Keiner von meinen hat weitergehende Absichten. Ja, ich verstehe, cool. Ich glaube, ich habe wirklich etwas Besonderes mit Sahne. Was hältst du von Sahne und mir? Ihr beide. Puh. Ich sag jetzt Katz und Maus. Verstehe, das ist enttäuschend. Sehr nice, sehr nice. Ich manipuliere sie. So von Tag 7 schnell ein Ende. Tag 8, bitte! Tag Nummer 8 oder sowas, würde ich mal sagen. Heute wie immer auch mit den Spenden angefangen. Ey, ich habe komplett vergessen, dass ich jetzt einfach diese dumme Frisur gegeben habe. Das sieht so lustig aus. Ronny und Rosalina in ihrem Haus gemeinsam. Und Ronny möchte einen Freund haben. Ich wäre so gern mit Link befreundet. So wie ich mich am besten geben sollte, wenn ich mit ihm rede. Zuversichtlich. Das hat nicht funktioniert. Bitte was? Also ich meine, du und Link, ihr passt jetzt auch nicht so wirklich gemeinsam, bin ich ehrlich. Später habe ich bei Tomodachi Quest richtig abkassiert. Junge, es muss nur noch 2-mal im Zug sein und wir haben verloren. Wir haben gewonnen, meine ich. Und die Silberspange gewonnen. Als ich mich um Monika kümmern wollte, ist das passiert. Es ist kein Zufall, dass ich mit Monika abhänge. Bin ich ehrlich. Das ist kein... Aber ihr Zimmer sieht auch schon echt nice aus. Ah, ich mag dieses Zimmer voll. Ich würde... Also, im Real würde ich dort auch wohnen. Bis auf die hässliche Tapete. Warum ist das so schwarz? Hilfe, Junge. Ich geh weg von dir, du Dämon. Also schenke ich Hatsune Miku zuerst noch eine frische Cap und schenke ihr ein Mobiltelefon. Bitteschön. Mal gucken. Sahne. Oh. Ich glaube, sie hat gerade Sahne. Egal. Die Beziehung läuft hervorragend. Genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Bevor ich mich wieder zu Monika mit wandte. jemandem bekannt machen. Was meinst du? Sollte ich ihn Ronny vorstellen? Ronny ist ein Muss. Und als sich die beiden mehr als hervorragend verstanden haben, haben sie sich angefreundet, woraufhin ich Lust auf ein Schiebepuzzle bekommen habe. Lass nicht nur ausprobieren, wir es gleich lösen. Uiuiui. Gut gemacht.
Dann ging es auch schon rüber zu mir. Oh, was? Bitte, was sehe ich da gerade? Du schelmischer Langfinger. Naja, passiert. Passiert. Angeblich hat sich Monika in mich verliebt. Was sagst du dazu? Also irgendwie läuft gerade ab wie eine Originalgeschichte. Versuch's mal. Na gut, wenn du das sagst, dann will ich das mal versuchen. Ey, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann echtes Projekt ab. Wir sollten langsam ernst machen. Meinst du nicht? Wir sollten offiziell ein Paar werden. Wie lässig. Nein, einfach nicht. Was? Somit endet der Tag 8 für mich. Was? Tag 9. Hey, guys. Den vorletzten Tag habe ich mit einer Wundertüte begonnen. Da drin waren ein Damoni-Pullover, eine Fließjacke und ein Kill. Und ein Kill. Dann Michael und Tugra haben sich gestritten. Oh nein, wen helfe ich? Ich helfe Michael. Egal. So gab ich Michael eine Spieluhr, mit der er sich beruhigt hat, und er ging sich sofort mit Tugra vertragen. Ich habe mir das weggenommen. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Glaubst du, mit einem Sorry wäre die Sache vom Tisch? Junge, Tugra hat ja mal aber richtig schnell ausgequält, Junge. Er hat ja gar keinen Bock auf Pi. Haben wir das zweite prämiert auf unserer Insel? Oh, hell nah. Oh, wie sie zusammen so einen Spaß haben, wie das Haar von Hudson irgendwie richtig dumm aussieht. Dann hat mir Ronny gesagt, dass er sich mit Tugra anfreunden möchte. Ich wäre so gern mit Tugra befreundet. Doch Tugra hatte irgendwie keinen Bock drauf. Und die haben sich nicht angefreundet. Warum? Richtig Freundschaft geschlossen haben wir leider nicht. Du bist ja mal richtig toxisch unterwegs. Als nächstes wollte ich mich um einen deprimierten Mii kümmern, der immer noch schweren Herzens bei Monika hängt. Ach, Komm, Steven, weißt du, was sich aufhalten wird? Ein Schokoladeneisbecher. Ich glaube, er mag es nichts Süßes. Was ist das falsch mit mir, Junge? Ich will mich ja richtig gesund ernähren. Daraufhin sollte mal mir ein bewohnerisches Porträt schießen. Das sieht ja auch komisch wegen der Textur des Sandes, aber egal. Das ist süß. Speichern. der Titel lautet Vater nicht erschienen. Wie passt das in diesem Kontext zusammen? Weil Chris ist nicht erschienen. 100 Punkte. Und mit einem Party-Hut konnte ich mich wieder fröhlich stellen. Das geht mir schon wieder viel besser. Als letztes habe ich Michael dann auch wieder happy gemacht und das war der Tag vom Finale. Tag 10. Wir haben Tag 10 erreicht, ist das nicht krass? Am Anfang des Tages hat sich Joy mit zwei Mies angefreundet, Matti und Michael. Als auch Tugra und Elvis haben sich miteinander angefreundet. So, diese AGs meinst du? Worüber wir wohl reden? Genau, zum Beispiel Dienstag und Donnerstag Fußball AG. Ja, bei uns gibt's AGs, aber keine nennt die und keiner hat auch Internet. Ich möchte mich nicht länger mit Michael Jackson streiten. Nicht Michael, sondern Michael. Oh, wie peinlich. Dann hat sich Tugra mit Michael wieder Wollen wir vertragen. uns nicht vertragen. Das wäre wohl besser. Monika träumt. Lass mal schauen, was sie träumt. Sie träumt von Erdnüssen. Komm zurück. Ein richtig schönes deutsches Gericht. Das wäre jetzt echt klasse. Ein richtig schönes deutsches Gericht. Mit seiner richtig deutschen Art kommt schon ein bisschen rechtsradikal vor, nicht? So, er wird wie ein richtig rich Kid diese Insel hier verlassen, dieses Projekt. Und er versucht es zu leugnen und behauptet, er sei nicht reich, aber dabei wissen wir das alle. Dann lass noch einmal Donnerstag machen. Nein. Als nächstes habe ich mich mit Rosalina angefreundet und ein wunderbares Gericht zaubert. Ist, solange es heiß ist. Ich habe ein Weißbrot gekocht. Ein Weißbrot. Weißbrot! Hm. Du machst das besser, als ich gedacht hätte. Ich habe nichts bewegt. Und als letztes habe ich mein Mir in den Urlaub geschickt. Reisen. Aber nach China bitte. Ich will Pandas sehen. Ich habe sogar noch Elvis mitgenommen. Warum habe ich Elvis mitgenommen? Die Schweizer Alpen sehen zu jeder Jahreszeit majestätisch aus. Lasst uns ein Foto machen. Was machen wir denn da? Wow. Im Fastnachtsbrunnen in Basel sind wirklich 10 Skulpturen untergebracht. Wow. Lasst uns ein Foto machen. Ja, Mann, die Schweiz. Sieht kaum anders aus als Frankfurt. Basel Hauptbahnhof. Die Züge hier sind pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk. Lasst uns ein Foto machen. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr euch das Video dieses Projekt bis zum Ende angeschaut habt. Und es hat mir echt Spaß gemacht. Ich singe noch einmal Tuga für euch einen Song und das war's dafür. Ciao. Ich gehe, ob ich habe dich.
wegen diesem einen Dreckscamper. Schleich dich, kill yourself. Fotospiel wieder. Bring dich selbst um. Aus dir wird später nichts. Wie dort, wo du herausgekrochen